Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner internationalen Kochvideos. Heute kochen wir ein delikates chinesisches Gericht, und zwar das berühmte Sesam-Honig-Chicken. Und zwar sind das marinierte Hähnchenbruststücke, die zuerst angebraten werden und dann in einer leckeren, exotischen Soße serviert werden. Und wie dieses Gericht zubereitet werden muss, das zeige ich euch jetzt. Zuerst nehmen wir 500 Gramm Hähnchenbrust, die wir in mundgerechte Stücke zerschneiden, also in relativ große Würfel. Die werden wir zuerst marinieren und dazu geben wir 2 Esslöffel Sojasauce zu diesen Hähnchenwürfeln. Ich habe hier zwar 3 gegeben, das war ein bisschen zu viel, 2 reichen und ein Ei. Und das war es dann schon, was die Marinade betrifft. Das wird dann einfach alles schön vermischt. Und dann entweder über Nacht oder mindestens eine halbe Stunde lang im Kühlschrank stehen gelassen. Wenn es schnell gehen muss, holt man es eben nach einer halben Stunde schon wieder raus, rührt dann nochmal alles gründlich durch und dann kommt normalerweise Speisestärke hinzu, aber ich habe die stattdessen mit dem Vollkornmehl ersetzt. Das hat genau den gleichen Effekt und ist einfach etwas gesünder. Und zwar sind das etwa 3 bis 4 Esslöffel von dem Vollkornmehl und damit wird jetzt einfach nochmal alles gründlich durchgerührt und vermischt. Und dann werden die auf diese Weise panierten Hähnchenbruststücke einzeln in geschmolzenem Kokosfett angebraten. Und zwar von beiden Seiten gleichmäßig goldbraun und das auf Mittelstufe, also nicht auf hoher Stufe, sondern auf relativer niedriger Mittelstufe, damit sie auch innen drin wirklich vollkommen gar sein werden, denn am Ende werden sie dann nur kurz noch in die Soße gegeben und vielleicht ein paar Minuten mit gekocht, aber sie sollten dann eigentlich schon gar sein und auch schön zart. Deshalb möglichst auf relativer niedriger Mittelstufe goldbraun hier anbraten in dem Kokosfett, und sobald das getan ist, geben wir sie dann raus auf ein Haushaltstuch, um sie abzutropfen, und dann werden wir in der gleichen Pfanne die Soße zubereiten. Die fertig panierten Hähnchenstücke sehen jetzt schon sehr schön aus, Mashallah. Jetzt gebe ich in die gleiche Pfanne zu dem Kokosfett den Trester meines natürlichen Antibiotikums, also 4 Würfel davon, und brate den kurz jetzt hier in der Pfanne an in dem Kokosöl, und dann lösche ich das Ganze mit einem Becher meines destillierten Wassers ab und dann kommen nochmal 2 Esslöffel Sojasauce hinzu. Dann werden wir den Saft einer ganzen Limette hinzugeben und auch die Schale dieser Limette. Alles gut verrühren und dann kommen noch 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu, den wir gut hier in der Soße auflösen, bevor wir dann die Gewürze hinzugeben werden. Und zwar habe ich alle 5 Gewürze hier frisch gemahlen. Wir haben hier frischen Fenchel, dann Nelken, dann Zimtstange, Pfeffer und Anis. Das ist das 5-Gewürz, das sogenannte 5-Gewürz, und alle 5 Gewürze wurden frisch gemahlen vorher und jeweils einen kleinen Teelöffel davon. Wenn sie vorher frisch gemahlen wurden, geben sie ein ganz intensives Aroma ab und das brauchen wir für diese Soße. Und dann werden wir hier etwa 2 bis 3 Esslöffel Honig hinzugeben. Das kann ruhig flüssiger, dieser günstige Honig vom Supermarkt sein, da der hier ja sowieso erhitzt wird. Und dann hatte ich nochmal mit etwas Sojasauce nachgewürzt. Das muss man dann einfach abschmecken. Ich hatte ja am Anfang schon 2 Teelöffel Sojasauce zugegeben, aber das hatte ich hier dann nochmal getan, einfach weil es dann besser geschmeckt hat. Und jetzt kommt das Hähnchen wieder zurück in die Pfanne, und zwar in diese Soße jetzt, und wird hier kurz nochmal etwa 5 Minuten dann auf kleiner Flamme mitgeköchelt. Und dann wird das Gericht auch schon fertig sein. Nach den 5 Minuten auf kleiner Flamme ist dann die Soße relativ dickflüssig und das Ganze sieht dann so aus, wie wir das jetzt hier sehen. Die Soße soll hier die Hähnchenstücke nur minimal ummanteln, also es soll nicht wirklich viel Soße dabei sein, sondern eben nur, wie wir das hier jetzt sehen. Der Duft und Geschmack dieses süß-sauer-salzigen Gerichts ist ein sehr exotischer und einfach deliziös, Mashallah. Und das Ganze wird dann jetzt noch mit Sesamsamen dekoriert, wie wir das jetzt hier sehen. Und dann könnte man dieses leckere Gericht theoretisch auch mit Reis zusammen servieren oder auch einfach nur so alleine reichen. Aber auch nebst chinesischen Nudelgerichten würde das wunderbar aussehen. Der Geschmack ist wie gesagt ein ganz deliziöser. Ihr solltet dieses Gericht unbedingt mal nachmachen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und gutes Gelingen beim Nachkochen dieses Honig-Sesam-Hähnchens. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video.
Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.